Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Der Tryhard Mode wurde bei mir offiziell aktiviert und wir werden bis zum Ende des Jahres, das nächste halbe Jahr, schauen, was machbar ist, wenn man wirklich versucht, das absolute Maximum aus seinem Char herauszuholen. Wenn ihr das Ganze auch verfolgen wollt, wir werden darüber wöchentliche Fortschritte machen, den Account hier weiterhin tracken und das wird eins der wahrscheinlich für mich spannendsten, effektivsten Projekte, Challenges werden, so, aber auch anstrengendsten, die ich bisher je gemacht habe. So. Also ich hatte ja letztes Mal im Video schon drüber geredet, dass auf jeden Fall bei meinem Char in Bezug besonders auf sowas wie Stadtwache oder Goldgrube auf jeden Fall Verbesserungsbedarf da ist, aber auch zum Beispiel regelmäßiger Edelsteine abholen etc. pp. Und man da auf jeden Fall einiges rausholen kann, damit man am Ende des Jahres die Listen sehen kann, okay, wer hat dieses Jahr bzw. das letzte halbe Jahr so und so viele Stat-Punkte in der Zeit gemacht, wie viele Base-Stats sind dazugekommen und wer ist dort eben mit am höchstplatzierten, sag ich mal so, ja. Und da hatte halt eben ja in einem der letzten Videos Strider die Creator herausgefordert, da war ich der Einzige, der jetzt die Challenge angenommen hatte und das Ganze auch hier auf meinem Discord geteilt hat. Also wer das Ganze in Realtime mitverfolgen will, wie der Fortschritt unserer Accounts so aussieht und wie gerade so der Zwischenstand ist zwischen Strider, Bauer und mir. Bauer ist derjenige, der die letzten Jahre der höchste Spieler gewesen ist, beziehungsweise der Spieler mit den meisten Base-Stats gegaint in den letzten Jahren. So. Also der hat am meisten Base-Stats dazu sich ergrindet so, ne? Und deswegen ist er halt eben die Herausforderung jetzt. Aber Strider hat sich auch in die Challenge mit gehakt und ist halt eben auch mit dabei und hatte uns rausgefordert, okay, wer ab dem 1.7. quasi einen Screenshot macht, dass er alles auf 0 hat und sich nichts aufbewahrt, der ist jetzt, also der kann halt eben bis zum Ende des Jahres da mitmachen. Und das Ganze habe ich gemacht. Am 30.06. habe ich hier abends meine Alu reingepostet. Ja, hier ist nochmal die Zeit. Meine Alu wird verspielt und ich habe kein Gold auf der hohen Kante. Ja, das war das Beweisstück Nummer 1. Dann, dass man sich keine Früchte aufbewahren darf, für halt eben, ne, dass man die halt eben vorab stackt oder so, ne, haben wir hier auch Datum, Uhrzeit plus halt eben die Früchte, dass ich mir da nichts zusammenhorte, als auch bei der Zeitmaschine, dass hier keine Zeitmaschine irgendwie Füllstand drin ist oder sowas. Das heißt komplett alles auf Zero, ja. Und das Ganze hatte ich hier abends reingepostet gehabt als Beweis, dass halt eben jetzt die Challenge für mich losgeht und ich den Tryhard Mode aktiviere und wir uns jetzt von Grund auf vergleichen können. Strider hatte das Ganze dann kurze Zeit später auch gemacht und hatte hier auch seine Alu reingepostet, ja, 11 von 11, den Goldstand, den er aktuell hat, als auch die Pets, ja, als auch eben die Unterwelt und die Zeitmaschine und hatte das Ganze hier auch nochmal in seinem Kalender hier gezeigt und festgehalten, dass das Ganze jetzt halt eben an dem Tag so ist und schließt sich jetzt quasi der Challenge mit an. Ja, hier sind nochmal meine Stat-Punkte zu dem Zeitpunkt, die ich hier reingepostet habe. Und dann hatte Strider jetzt auch hier schon angefangen, die Liste zu erstellen zwischen Strider, Bauer und mir. Ja, Bauer hatte jetzt keine Screenshots reingepostet gehabt. Ich weiß nicht mal, ob er jetzt bei der Challenge überhaupt mitmacht oder nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob er sich was aufbewahrt hat oder nicht. Aber wir nehmen uns das Ganze einfach mal als wie soll man sagen, als Vorbild, was wir halt eben erreichen wollen, so, ne, beziehungsweise wo wir auch landen wollen und das Ganze einfach so ein bisschen als Orientierungspunkt nehmen, okay, wir nehmen den Spieler, der die letzten Jahre am meisten abgeliefert hat, so, ja, und hier sehen wir halt eben, okay, Zeitpunkt, ja, und halt die Summe an Basispunkten, die dazu verdient worden sind. Ja, hatte das Ganze hier auch nochmal reingepostet vom 19.04. bis zum 30.06., wie es da aussah zwischen Bauer, Strider und mir. Da waren hier die Total Stats, also beziehungsweise die Base Stats in Total
bei 25k bei mir. Ich war hier auf Platz 3 und wie gesagt, hier ist halt eben auch der Verbesserungsbedarf da, dass wir halt eben auch ja, dementsprechend dieses Jahr performen. So, und deswegen hatte ich ihn gefragt gehabt, jo, wie sieht's da aus? Wöchentliche Vergleiche und so, postet er hier die hier rein, das macht er. Wir haben ja auch extra einen englischen Channel eingerichtet bei mir auf dem Discord, deswegen schaut da gern vorbei. Und ja, so sieht momentan halt eben mein Wecker aus. Goldgrube, Stadtwache und Edelsteinmine. Wird, so gut es geht, getimed, sobald ich ja wach bin oder unterwegs, habe ich jetzt immer Minimum 3 Wecker am Laufen. Und das ist jetzt halt eben die Challenge, ja. Gestern kam auch schon das erste Update. Wie gesagt, diese Listen kommen einmal pro Woche. Zwischendurch vielleicht auch noch ein bisschen was. Gestern kam das erste Update von Strider. Da hat er nur reingepostet, dass Bauer innerhalb des ersten Tages jetzt auf der 1 war, ich auf der 2 und Strider auf der 3. Soweit. Und genau, das ist jetzt halt eben die Challenge. Und ich bin gespannt, wie ich dort abschneiden werde. Ich werde ein halbes Jahr lang wirklich versuchen, mein Bestes zu geben. Ich sag mal gleich so vorab, ja. Das hier wird für mich kein Dauerzustand werden. Das ist hartes Commitment. Das erfordert viel Disziplin, Schlafentzug und Durchhaltevermögen, ja. Also ich bin wirklich schon jemand, der sehr, sehr, ich würde sagen, ein sehr großes Durchhaltevermögen hat in Bezug auf alles eigentlich, ob Sport ist, ob es die YouTube-Videos sind, ob es der Content generell ist oder ob es in Shakes and Fidget ist. Mit meinem Level und den Statpunkten, die ich habe, würde ich sagen, okay, ich bin, glaube ich, schon so gut dabei. Und ja, sag ich mal, ein ausdauernder Spieler zu sein. Ne? Aber es gibt nochmal den Unterschied zwischen ausdauernden Spielern und ausdauernden Spielern auf einem extrem hohen Niveau. Und dieses Niveau bin ich bisher nicht gefahren. So, ne? Also da muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe ja vor dem Schlafengehen schon Goldgrube nochmal abgeholt. Stadtwache eingestellt, so diese Basics halt, ne? Aber ich gucke jetzt nicht alle 6 Stunden, 15 Minuten, bis mein Edelstein hier fertig ist und unterbreche dafür meinen Schlaf. Das habe ich nicht gemacht. Genauso hat es bei mir auch ein bisschen gescheitert, regelmäßig die Goldgrube einzustellen um 14:01 Uhr, damit die um 0:01 Uhr dann direkt vollgelaufen ist mit ja, mit Gold zum Gold-Event dann nächsten Tag. Das ist auch etwas, was ich bisher so ein bisschen vernachlässigt habe. Aber das sind halt eben jetzt Dinge, auf die ich ganz doll achten möchte, zumindest für dieses halbe Jahr. Um halt eben zu gucken, okay, wo kann ich mich mit meinem Account jetzt in Zukunft positionieren auf der weltweiten Rangliste, ja, in Bezug auf Base Stat Gain. Und bei den Base Stat Gains, da geht es halt eben, vielleicht wissen das manche nicht, da geht es um die Punkte, die man hier verskillt. Ja, das sind Base Stats. Jeder einzelne Klick ist ein Base Stat. So, und da geht es nicht um die Total Stats, welche hier insgesamt gelten. Ja, also wenn man jetzt quasi das ganze Equipment, Steine, Verbesserungen sieht, das sind alles Total Stats zusammensummiert, ne? Auch die Tränke und so und Pet Boni und alles Total Stats. Ja, wir reden hier wirklich von den verteilten Stat-Punkten. Ja, das hier. Das ist das, was zählt. Und das ist halt eben jetzt das, wovon wir auch am meisten haben wollen, die Basispunkte, die wir halt auch hier sehen. 253.551 und hier 374.167 Basispunkte, die bisher in Summe hier zusammengekommen sind auf meinem Account. Ja, das heißt, so oft habe ich hier jetzt schon auf diese Knöpfe gedrückt. Ja, deswegen, genau, sind das auf jeden Fall die Dinge, die ich jetzt in Zukunft höher sehen möchte und ja, halt eben das Maximale an Potenzial raushole, sowohl als ja von dem, was mir halt möglich ist, von dem, sag ich mal, von den Sachen, die einem das Game bereitstellen, als auch vom Pay-to-Win-Faktor her. Also ich möchte auch beim nächsten Legendary Dungeon zum Beispiel, möchte ich auch relativ stark reingehen, also noch stärker als beim letzten so. Ne? Da möchte ich schon, ja, ich weiß nicht, also ich hatte jetzt ja 60 Runs gemacht beim letzten LD. Beim nächsten LD will ich schon so an die 100 Runs oder sowas will ich dann schon machen wollen. Also würde ich dann schon ganz gerne haben wollen, so. Damit wir da noch zusätzlich ein bisschen ja, Gold farmen können. Und ich hatte ja sowieso gesagt, dass ich gerne in den LD rein möchte. Und ich muss sagen, jetzt mit dieser Challenge möchte ich noch ein bisschen das Ganze mehr. Also dadurch, dass ich ja eh schon jetzt Hardcore da drauf gehe,
so effektiv wie möglich zu spielen, möchte ich dann zu dieser effektiven Spielweise trotzdem noch zusätzlich ja, Pay to Win halt eben das Ganze unterstützen, um halt eben nochmal mehr einen rauszuholen. Weil ich glaube, es gibt viele Spieler da draußen, gerade so im Late Game, die spielen alle sehr konstant, die spielen auch alle sehr gut und auch teilweise vielleicht auch mit Timer und sowas, ne? Aber es gibt, glaube ich, nicht so viele Leute auf meinem Levelniveau, sag ich mal, die jetzt noch so Hardcore Pay-to-Win reingehen. Und das könnte halt meine Chance sein, sich nochmal so ein bisschen abzusetzen von meiner Konkurrenz und da nochmal zumindest das halbe Jahr lang ja, viel Boden gut machen zu können, so, ne? Und wer weiß, vielleicht finde ich da ja Gefallen dran oder so, dass ich dann sage, ja, ey, ich mache jetzt noch weiter Pay to Win oder beziehungsweise mache noch weiter mit diesem Playstyle und gehe in Zukunft da noch mehr rein und versuche da noch mehr rauszuholen. So, ne? Vielleicht gefällt mir das ja ganz gut, aber ich glaube, dass ich dieses Niveau halt auf Dauer nicht halten kann. Deswegen ist das jetzt halt eben für mich mal so ein halbes Jahr lang wirklich durchziehen und ich denke mal, dass das vielleicht auch für euch relativ interessant sein könnte, mal so ein bisschen mitzuverfolgen. Jo, ey, was kann man eigentlich maximal aus so einem Late-Game-Char rausholen, der halt eben das Maximale an Gold-Cap schon überall erreicht hat, plus zusätzlich noch ein Pay-to-Win-Spieler ist. Und ja, wie kann man sich da positionieren, was ist möglich, plus das Ganze auch noch ja, zu tracken. Ist halt auch nicht selbstverständlich so. Und das hätte ich jetzt alleine auch nicht gemacht. Deswegen ist ganz cool, dass Strider sagt, jo, ey, einmal pro Woche machen wir da so ein kleines Update. Das gebe ich euch dann hier auf YouTube dann auch weiter. Und dann seid ihr da auch im Bilde. Und wenn ihr da Bock drauf habt, und ihr habt auch so einen Late-Game-Char hier, ne? Beziehungsweise ist ja eigentlich egal, auf welcher Stufe ihr seid. Hauptsache, ihr habt einen Char, der über 632 ist, damit er halt über das Gold-Cap kommt und ihr halt eben auf dem gleichen Niveau questen könnt, wie ich es halt und Strider und alle eben tun. Und das reicht halt aus, wenn ihr da eben über dieser Stufe seid. Deswegen klingt euch da sehr gerne ein und vergleicht euch gerne mit uns. Und dann schauen wir am Ende des Jahres, wer halt am meisten ja, aus seinem Char rausgeholt hat und wer am besten oder am meisten auch durchgezogen hat. Deswegen ja, freue ich mich auf jeden Fall auf das nächste halbe Jahr. Es wird sehr interessant werden und wir werden sehen, wo die Reise hinführt. Ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich sehr gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst sehr gerne ja, ein Like da, wenn euch das Format gefällt. Ansonsten war es das soweit von mir und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.